Für gut ausgebildete Arbeitnehmer ist es so leicht wie nie zuvor, einen Job zu finden. Der Arbeitnehmer kann sich aussuchen, bei wem er beschäftigt sein möchte. Neben einem guten Gehalt muss es zusätzlich auch hochwertige Benefits geben. Ein Jobrat zum Beispiel, ich fahre gerne Fahrrad. Der Arbeitsmarkt hat sich zum Arbeitnehmermarkt entwickelt. Die Arbeitgeber laufen den Fachkräften hinterher. Da macht man alles Mögliche, um sie zu halten und zu bekommen. Max will es genau wissen. Ist es wirklich so leicht, heutzutage einen Job zu finden? Und wie hart ist der Kampf der Arbeitgeber um die Fachkräfte? Das IT-Systemhaus Abbas aus dem südhessischen Langen. Das Unternehmen stellt IT-Lösungen für seine Kunden bereit und betreut sie. Für Abbas ist es besonders schwer, Mitarbeitende zu finden. Im IT-Sektor sind wir im Abwerbemarkt. Also da gibt es keine freien Mitarbeiter auf dem Markt zur Verfügung. Das heißt, ich muss mich attraktiver gestalten als mein Konkurrent. Ich muss vielleicht eine interessantere Arbeit liefern. Ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir hier ein schönes Klima haben. Grundsätzlich muss für die Arbeitnehmer das Gehalt stimmen, sagt uns Annika Peter. Das allein reicht aber noch nicht. Wir haben die harten Fakten, sage ich mal jetzt, wie den Obstkorb obligatorisch. Wir haben Getränke, wir haben den Tischkicker, wir haben eine Tischtennisplatte, die Betriebsrente. Tatsächlich scheinen aber die Anstrengungen der Arbeitgeber nicht auszureichen, um ihre Stellen besetzt zu bekommen. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der offenen Arbeitsstellen von rund 457.000 auf 772.000 gesteigert. Das ist ein Zuwachs von ca. 70%. Was genau ist jungen Menschen wichtig, um einen Job anzunehmen? Primär muss es mir erstmal gefallen und ich muss Spaß an der Arbeit haben. Also das ist auf jeden Fall das erste Ziel. Und dann muss es für mich so ein Mix sein aus Kompensation, also monetär, und eben den Benefits, die der Arbeitgeber bietet. Also Beratungsstellen, wo man sich Hilfe holen kann, gerade in unserer Generation ist psychologische Gesundheit besonders wichtig, also dass es dort eben Unterstützung vom Arbeitgeber gibt. Work-Life-Balance ist, glaube ich, ja auch entscheidend. Ich sehe mich auch schon in der Position, auch viel arbeiten zu können, will aber natürlich trotzdem meine Freizeit haben. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Erhebung, dass das Thema Freizeit statt Arbeit immer mehr an Fahrt gewinnt. 72% der Arbeitnehmer wünschen sich eine 4-Tage-Woche mit entsprechend kürzeren Arbeitszeiten, aber bei gleichem Lohn. Weitere 8% würden dafür sogar Einbußen in Kauf nehmen. Die Kreativagentur Scholz & Volkmer in Wiesbaden geht bei der Mitarbeitergewinnung neue Wege. Als eine der ersten steht bei ihr Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die Agentur arbeitet schon lange klimaneutral. Das lockt Bewerber an, erzählt uns Geschäftsführer Michael Volkmer. Damals hat man sich natürlich Gedanken gemacht über alle möglichen Sonderthemen, wie zum Beispiel Yoga und Massage und alle möglichen Ecken und Spielecken und Kicker hier und alles Mögliche. In Wahrheit ist es, glaube ich, sind es andere Themen, wo ich glaube, dass Mitarbeiter sich für Scholz & Volkmer entscheiden, nämlich weil wir eine sehr klare Nachhaltigkeitsstrategie haben. Und das wiederum ist natürlich für Mitarbeitende total klasse zu wissen, dass man an sinnstiftenden Themen arbeitet. Viele Bewerber achteten nur auf Gehalt und Benefit. Andere suchten aber auch substanzielle Arbeit, erzählt uns Veronika Kneip von der Frankfurt School of Applied Sciences. Gerade für die junge Generation ist auch sinnstiftendes Arbeiten ganz wichtig. Und da können Unternehmen auch einiges tun, ja, einfach gute Arbeitsplätze mit guten Aufgaben zu kreieren. Nachhaltigkeit spielt bei Scholz & Volkmer auch bei den Benefits eine Rolle. Die für den Kunden Deutsche Bahn geschaffene Fahrrad-App wird auch in der Agentur verwendet. Wer mit dem Fahrrad kommt, erhält je nach gefahrenen Kilometern eine Belohnung. Bei uns kann man auch mit 20 Kilometern eine Clubmate aus dem Kühlschrank nehmen, Fahrradkilometer, die man selber gestrampelt hat mit dieser App. Und man kann aber auch für 750 Kilometer einen Tag Urlaub bekommen. Und das machen wir natürlich aus mehreren Gründen, aber natürlich auch, weil wir wollen, dass immer mehr Leute mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder ÖPNV zur Firma kommen, anstelle des Autos. Auch das IT-Systemhaus Abbas geht neue Wege bei der Mitarbeiterfindung. Sie bilden ihren Nachwuchs in der neu geschaffenen Abbas Academy einfach selbst aus.
Wir machen es selber, das haben wir auch als Motto. Wir sind mittlerweile auch an Schulen und gehen direkt in die Klassen, in der 10. Klasse, um da einfach zu sagen, hier, wir helfen euch auch Bewerbungen zu schreiben. Wir sind APAS, wir helfen euch. Wir möchten auch davon quasi was für uns dazu gewinnen, indem ihr vielleicht auch bei euch uns meldet. Wir hatten dann 1, 2, 3 Bewerber auch schon dieses Jahr, die gesagt haben, ach toll, wir kommen zu euch. Der Fachkräftemangel führt bei vielen Unternehmen also zu neuen Anwerbeideen. Der Arbeitsmarkt wird aber auf Jahre noch ein Arbeitnehmermarkt bleiben. Ich sehe schon ein hohes Selbstbewusstsein bei den Studierenden, die eben genau wissen, dass sie in dieser komfortablen Situation sind. Fazit: Bei der Entscheidung für ein Unternehmen sind für Arbeitnehmer entscheidend ein gutes Gehalt, gute Stimmung im Team, die richtige Aufgabe und die Chance auf persönliche Weiterbildung.